Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Also ruhig. Von LA Noire. Wir haben in der letzten... Hallo? If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Ja, bleib cool, mein Freund, ja? Und geh mal bitte weiter. So, jetzt nochmal. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LA Noire. In der letzten Folge haben wir den Mordfall hier gehabt. Und... ja, müssen den nun lösen. Wir gehen rein, denn da hat sich noch eine Frau versteckt. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Aha. Clovis Galleta. Hm. Ja, aber ich kann nichts machen. Wait! That isn't everything! You haven't got it all! Hallo, ich habe auch noch gar nichts gemacht. Ich habe doch gar nicht mit dir gesprochen. Was möchte er? You think you could tell me exactly what Ach happened? so. I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. Aber schrei mich noch mal an. We came Was ist back. mit dir denn? I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Hm. Die sieht ein bisschen so aus, ne? Sie vermeidet so den Blick, guckt so ein bisschen nach unten, bisschen weg von mir. Sollen wir anzweifeln oder Lüge? Lüge. Lying, Miss Galletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Die Schießerei. How dare you accuse me of lying? God, I think you're horrible. A man is dead, Miss Galletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out. Get out right now. Send Oh, in das one war of the falsch. other Das war policemen sowas if von you falsch, oder must, was? But I won't say another word to you. Entschuldigung, können wir nochmal von vorne anfangen, bitte? If you'll excuse me, Nee, I ich better würde... get the store closed up. Hallo, nee, ich würd gerne nochmal von vorne anfangen. Das war ja voll falsch, was ich gemacht habe. Ich dachte, ich könnte jetzt alles so abarbeiten da. Oh nö, das muss man doch auch gesagt bekommen. Stand bestimmt da, ne? Aber da habe ich gar nicht drauf geachtet, was da oben steht. Ich schaue mir hier alles an, ne? Aber hier gibt's, glaube ich, gar nichts. Ja, ha. Warte mal, hier haben wir ein Buch. So, damit habe ich sie. It doesn't appear to be connected. Na, verdammt. Aber mit den Schuhen hier. Nothing significant. Ach, verdammt. Aber mit der Tür hier, die mich in den privaten Bereich führt, wo ich nicht reinkomme. Okay, das hat gar nichts gebracht. Oh nö. Ich komme nochmal auf dich zurück. Hoffe ich. We have the murder weapon? But no murderer. Girl saw it all, but she clammed up on it. Tracy, no. Eagleson's gun store's a couple blocks from you. Thinking what I'm thinking? Was war das? Maintain the perimeter. Hallo? Hast du jetzt gerade den Wagen gedeppert oder was? Oder ist da jemand... Ach, der ist reingefahren. Der ist... Jetzt ist alles verschwunden. Profifahrer, kein Problem. What did
I tell you about going too hard on the witness? Ja. She's a store assistant, not Ja. a prisoner of war. Is that supposed to be Entschuldigung. funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder record, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Junge, das war so geplant. Alles in Ordnung, alles cool, alles easy, entspannt. Auch man, das finde ich jetzt richtig schade, dass die jetzt so abgebrochen hat. Ist das nicht hier? Parken wir, ne? Ganz ordentlich. Rückwärts kann er nicht so gut. So, wo müssen wir denn hin? Müssen wir hier rein? Oh shit, ist ganz andere Seite, ne? Oh, ich hätte auch hier parken können. Ah, das ist hier. Ist das der gleiche Herbert? Überlass das Reden mir, ja? Ich gehe rein. Ich bin der Böse, du bist der Gute, okay? Komm. So, Officers, Hände hoch. what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. So. Das haben wir gut gemacht. Hast du sonst noch was für mich hier, hm? Na gut, hast du Glück gehabt. Dann werde ich jetzt mal gehen und mir den Wagen hier schnappen. Oh, das ist so schade, dass das nicht... Ey, der wollte gerade. Das geht! Nur Polizeiautos können. Mach weg! Oh, das ist ja mega cool. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Ja, Autos gibt es ja jetzt hier nicht so coole, ne? Dass du jetzt sagen könntest, oh ja, komm, ich fahre mit dem. Warte mal. Da, Juwelier. Wie komme ich zu dem Juwelier? Shit, wie komme ich denn jetzt dahin? Hinweis, Orte. Aha. So, als Ziel festlegen. Wunderbar. Das wäre knapp geworden. Das wäre echt eine knappe Geschichte jetzt geworden, aber Gott sei Dank bin ich Profifahrer. Am Broadway ist das. Oh nee, guck mal, die blockieren wieder. Der hat jetzt so... Ja, was ist? Warte mal, ich klär das. Ich klär das. Ich klär das mal eben mit dem. So, was ist los? Wo ist der denn? Hä? Ist er jetzt in die Straßenbahn eingestiegen oder was war? Hä? Komm, steig ein. Komm, steig ein. Steig ein. Willst du nicht mit oder was? War Spaß, war Spaß, war Spaß, komm. Komm jetzt. Na komm, war nur Spaß. Ja, was denn? Von hier geht's nicht, du Idiot. Komm, steig ein. Ach, ich lieb den Kerl. Der macht halt eine Wendung.
Und da bin ich nicht gekommen. Aber da gibt es Fleisch und hier gibt es direkt Juwelen. So, rein da. Quatsch. Officer, can I interest you in a new watch? So, raus Going hier. to church doesn't make you any more Christian than standing in a garage makes you a Officer car. Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, mein Freund. Hinterher. Der will abhauen. Son of a bitch! Go, Cole, go! Siehste? Hurry, officer! He's getting away! Das ist doch dein Homie. Bist du bescheuert oder was? Kalu, get back here! Und Ziele mit halte bla bla gedrückt und Ziele. Ich will ihn nicht erschießen. Ei. Oder mal so einen kurzen Beinschuss. Oh, guck mal, schön hier, ne? Next time, you're mine. Ah, so klappt das auch. Mhm. Too late, Kalu! Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Da freut er The sich, ja case that klar. makes you, and the case that breaks Oh, you. schön. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, boyo, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Nur beim ersten Mal lief es nicht so Good gut. man. Schwierig. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Oh oh. So, guten Tag, der Herr. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Gib es nicht. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. So, mein Freund. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber du kannst jederzeit bei einem Verhör die Option Beweise durchgehend wählen. Die Waffe wäre ein Beweis. Okay. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Okay, nicht sofort sagen Lüge, sondern erst sagen, ich glaub dir nicht ganz, mein Freund. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Willst du mich verarschen? Was ist das denn? You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Hä? Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Okay, noch einmal. Schießerei. Du kannst jederzeit bei einem Verhör die Option Beweise durchgehend wählen. Brauche ich ja nicht.
Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Okay, ich gehe jetzt mal in mein Notizbuch rein und sage, was ist denn gewartet? Was ist denn damit zum Beispiel? Kann ich nichts machen. Super geil. Okay, kann ich nicht auswählen. Dann sage ich, er sagt die Wahrheit. Ist falsch. Ja, dann ist das doch, ist doch... Was will er denn von mir? You think I'm stupid? Think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? Anzweifeln war falsch. Und Wahrheit ist auch falsch. Dann kannst du nur lügen. Oder habe ich falsch gedrückt? Nee. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Sei doch nicht so aggressiv. Mein Gott. Ich sag doch, ich bin im Verhör nicht so gut. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ich verstehe halt nicht, was er möchte von mir, ne? Ich gehe jetzt die Beweise durch. Wir haben die Schießerei, wir haben Zahlungsbeleg. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Soll ich jetzt die Intuition verwenden oder was? Oder soll ich jetzt einfach sagen, es ist eine Lüge? You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Doch, und zwar aufgrund der Wartung. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Mögliches religiöses Motiv. Da habe ich doch keinen passenden Beweis für. Den hätte ich wahrscheinlich bekommen von der Dame. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Aber da habe ich doch jetzt keine Beweise für, dass der ja irgendwie ein Problem mit Juden hatte. Oder hat. Nee, hatte. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, das ist die Wahrheit. Wir haben die Ratenzahlung von der Bank. Wir können ja gucken. Wir haben... Ja gut, es könnte jetzt sein, dass ich das auswählen müsste. Aber wir haben noch die Patronenhülsen. Wir haben noch die Pistole. Die Mordwaffe wurde gewartet. Rassistisch bedingte Feindschaft zwischen Kalu und Gage. Aber wie kommt er denn darauf? Das frage ich mich. Aber dann machen wir mal, weil ich das nicht nachvollziehen kann, machen wir das mal. Wie eine Antwort entfernen. Entfernen mal eine Antwort. Dann ist es die Wahrheit. Gage was a Jew hater. Get it off your chest. War falsch. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Ich verzweifle hier, ne? Wirklich. Ich verstehe es nicht, was er von mir möchte. Woher soll ich denn wissen, was ich von den 3 Sachen nehmen soll? A lawyer can't help you, Mr. Jetzt muss ich alles wieder von vorne machen? Let's talk about the shooting.
Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. So, das war eine Lüge. Ja, er guckt jetzt weg und alles, aber das hat sie gerade auch gemacht. Aber er guckt so, als wenn er sagen würde, oh, hat er mir das abgekauft? Nein, habe You ich nicht. deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Doch, können wir, wegen der Wartung. So. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. So, mögliches religiöses Motiv. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. So, und das zweifeln wir jetzt mal an. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Ich habe es nur immer noch nicht raus, wann er denn anzweifelt, also wann ich anzweifeln sollte, wann es eine Lüge ist und wann es eine Wahrheit ist, ne? Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. Hier wird gar nichts gebügelt. Polizeischule habe ich bekommen. Wunderbar. Los Angeles Police Department, solide Ermittlungsmethodik, Befähigung an der Dienstwaffe, höchste physische Leistungsstärke, ausgeprägte Verhörinstinkte. Das meine ich doch. Das ist doch mein Reden von Anfang an. Streifendienst abgeschlossen. Du hast dir für deine Leistung eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Ja klar. Das ist doch mein Reden von Anfang an. Der Fahrersitz, natürlich. Erfolge, Polizeischule, auch bei Rockstars. Dankeschön. Sehr freundlich. War das hier unser Homie? Kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here next to the map. Verkehrsdezernat. That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Are they all dressed like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. His
Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with 1 case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle, signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. The thing was, he was a real nice guy. I felt lousy collaring him. Okay, gut, aber ich würde sagen, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Bis dahin.